Ich nähe seit 20 Jahren und mache meine eigenen Schnittmuster seit 10, aber am Schnittmuster für diese Hose bin ich fast verzweifelt. Hi, ich bin Lavatis, Cosplayerin und Hobbyschneiderin und ich habe schon ein komplettes Video zu meinem Rec-Cosplay aus Made in Abyss gemacht. Aber die Hose bekommt ihr eigenes Video, weil die das komplizierteste an diesem ganzen Projekt war. Hier will ich euch einen genaueren Eindruck geben, was ich mir bei dieser Konstruktion gedacht habe und wie dieses unglaublich verrückte Schnittmuster entstand. Und wie immer spicke ich dieses Video mit ganz vielen Nähtipps. Es geht schon damit los, dass die Hose komplett unrealistisch ist. Zum Beispiel, wenn Rec steht, sehen wir eine weite Hose, bei der der Schritt fast an den Knien hängt. Dementsprechend ist die Innenbeinnaht super kurz und damit könnte man nicht laufen, aber okay. Aber dann in einer anderen Szene, schaut mal, wie lang diese Innenbeinnaht jetzt plötzlich ist. Die Hose kann sich verwandeln, glaube ich. Ich werde für mein Cosplay irgendwas in der Mitte zwischen diesen beiden konstruieren müssen, denn ich möchte, dass mich die Hose nicht beim Laufen einschränkt. Außerdem möchte ich Treppen steigen können und im Schneidersitz sitzen. Ich hatte gehofft, irgendein fertiges Schnittmuster als Ausgangspunkt nehmen zu können, aber ich habe leider nichts gefunden, was der Form von Recs Hose irgendwie auch nur ähnelt. Das heißt, ich musste mein Schnittmuster von null komplett selber machen. Zum Glück habe ich aber schon einige Hosen genäht und deshalb habe ich halt mal damit angefangen zu raten, wie ein Schnittmuster für Recs Hose vielleicht aussehen könnte. Was jetzt kommt, nenne ich liebevoll meine Verzweiflungsmethode, denn wir werden so lange ausprobieren, bis irgendwas funktioniert. Wir werden viele Teststücke brauchen, deshalb beginne ich in Puppengröße, um nicht so viel Stoff zu verschwenden. Okay, schlechte Skizze, aber so ungefähr würde ein Hosenschnittmuster für die Puppe aussehen. Ich habe mir überlegt, ausgehend von meiner Erfahrung mit Schnittmustern, was unterscheidet eine Rec-Hose von einer normalen engen Hose? Also erstmal möchte ich, dass sie nur bis zu den Knien geht. Das heißt, wir brauchen eine kurze Hose. Vielleicht so. Und sie ist natürlich sehr weit, deshalb habe ich die Linien hier auch schon mal ein bisschen breiter gezeichnet. Dann können wir auch mal den Bund breiter machen und die Seiten. Gut, und ich glaube, jetzt bekomme ich ein Problem, weil ich es zu nah aneinander gezeichnet habe. Aber jetzt überlege ich mir, wo müssen diese zwei Punkte von der Schrittkurve sein? Der Schritt bei Recs Hose hängt sehr tief, also vielleicht sagen wir mal da. Dann muss das Vorderteil vielleicht so aussehen und das Rückenteil, Hinterteil, eher so. Und dann bekomme ich sowas hier. Und dieses seltsame geratene Schnittmuster, was ich dann habe, schneide ich mal aus, nähe ein Teststück. Na, gucken wir mal. Hier ist das erste Teststück und das ist sowas von viel zu groß. Die Puppe passt da zweimal rein. Also das allererste, was ich machen werde, ist diesen Bund enger machen. Ich werde mir jetzt hier einfach auf einem neuen Schmierzettel meine Schnittteile umranden und dann kann ich sie ändern. Okay, der Bund soll enger werden. Und dafür werde ich an der Seite ein bisschen Stoff wegnehmen. Wie viel? Keine Ahnung, lasst es uns schätzen. Ich würde mal sagen, so viel auf beiden Seiten. Dann können wir das hier verbinden. Ich werde die Unterkante mal noch so lassen, wie sie ist. Aber jetzt seht ihr diese Winkel hier, das wird nicht hinhauen, hier oben auch. Und wenn wir eine Kante mit so spitzen oder stumpfen Winkeln haben, dann ist das entweder so eine Unterkante oder so treffen dann die Stoffe aufeinander, wisst ihr? Also wir brauchen hier und da nach Möglichkeit einen rechten Winkel, damit die Stoffe so gerade dann aneinander liegen. Wenn ihr versteht, was ich meine, also machen wir hier draus so, einfach so, dass wir da ungefähr rechte Winkel haben, dass die Schnittteile gut aufeinander passen. So. Okay, und das gleiche mache ich jetzt auch noch beim Hinterteil. Hier sind die Schnittteile Version 2 und hier ist mein Teststück Version 2. Sieht auf jeden Fall besser aus mit dem engeren Bund, aber irgendwie finde ich die Hose immer noch deutlich zu weit. Ich denke, wenn ich hier an beiden Seiten so insgesamt noch einen halben Zentimeter wegnehme oder so, dann müsste das gut sein. Ich will jetzt hier aber noch mehr Sachen verändern als nur eine, damit es ein bisschen schneller geht mit den Schnittmustern. Einerseits möchte ich, dass der Schritt ungefähr hier unten ist. Das heißt, ich muss oben am Bund die Hose ein bisschen höher machen. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass die hier so ausbeult. Hier ist quasi zu viel Stoff und ich möchte, dass der Schritt ein bisschen näher anliegt. So. Dafür werde ich die Schrittkurve ein bisschen steiler machen. Hier. Seht ihr gleich? Und hinten passiert das Gleiche. Guck mal, das sieht aus wie eine volle Windel. So, jetzt. Wir hatten gesagt, erstmal machen wir die Seiten so einen halben Zentimeter schmaler ungefähr. Dann machen wir den Bund höher, gesundes Augenmaß. Aber hier ist die vordere Mitte, dann mache ich, glaube ich, den Bund ein kleines bisschen tiefer. Weil es ist ja bei Hosenschnitten so, dass hinten der Bund höher ist als vorne, um Platz für den Popo zu haben. Das habe ich nämlich hier in meinem Teststück auch schon gemacht. Das ist die hintere Mitte. Hinten war es ein bisschen höher. Und dann geht es so schräg runter Richtung Seite und dann die Ecke landet da und dann geht es von hier nochmal schräg runter nach vorne.
Und jetzt machen wir noch die Schrittkurve steiler. Das ist die Schrittkurve. Und lasst uns wieder schätzen. So und hinten auch. So vielleicht. Gut, gucken wir mal. Hier ist Teststück Nummer 3 und von der allgemeinen Passform her finde ich das schon viel besser. Vorne macht es noch immer volle Windel. Ich glaube, da werde ich die Schrittkurve noch ein bisschen steiler machen. Die Weite finde ich jetzt gut. Hinten ist das mit dem Bund höher ein bisschen zu hoch geworden. Das muss ich noch mal ein bisschen zurückkürzen. Und jetzt spannt die Hose aber hier, seht ihr das? Hier ist sie gespannt, während hier oben es eine Falte gibt, weil hier der Stoff lockerer ist. Und hier unten auch. Das heißt, ich muss schaffen, hier mehr Stoff zuzugeben, ohne da und da großartig noch zu verändern. Ich denke, was ich dafür mache, und ihr wisst, ich bin keine gelernte Schneiderin, aber ich will quasi hier mehr Stoff. Das heißt, hier an der Stelle mache ich die Schrittkurve steiler, aber da nicht wirklich und da auch nicht wirklich. Also sowas hier in der Art. Das irgendwie miteinander verbinde und ja, irgendwie so. Und hoffe, dass es funktioniert. Ah ja, und hinten den Bund ein bisschen niedriger. Okay, gucken wir mal, wie es aussieht. Ne? Hier ist Teststück Nummer 4 und das gefällt mir jetzt tatsächlich ziemlich. Also hier, wenn sie breitbeinig steht, habe ich hier nicht mehr diesen Windeleffekt. Das ist voll gut geworden. Und hinten spannt der Stoff hier nicht mehr so doll. Ich habe den gleichen Effekt noch ein bisschen, aber an sich sieht es ziemlich gut aus. Hey! Oh, endlich! Und so sieht das Schnittmuster aus, bei dem ich dann gelandet bin. Jetzt kann ich nach 4 Teststücken mal probieren, eine Version in meiner Größe zu nähen. Nach 4 Teststücken bin ich soweit zufrieden, darum scanne ich mein kleines Schnittmuster ein, um es digital zu vergrößern. Dafür habe ich irgendwas ausgerechnet mit meinem Hüftumfang und meiner Beinlänge. Ich weiß nicht mehr, was ich da gerechnet habe. Diese Aufnahme ist von 2023. Ups. Jedenfalls ist hier mein Teststück Nummer 5, das erste in Originalgröße. Die Beine sind unterschiedlich lang zum Vergleich und das längere sieht auf jeden Fall besser aus. Ich habe hier aber Probleme mit der Beweglichkeit. Ich kann mein Bein nicht weiter als so nach vorne bewegen. Die Hose spannt dann und stoppt mich hier in diesem Bereich. Treppensteigen wird so also nicht gehen. Wenn ich aber eine Schrittkurve mehr Stoff dazu gebe, verändert das die Passform komplett. Das heißt noch mehr Arbeit. Also habe ich bei Teststück Nummer 6 probiert, den hinteren Teil der Hose aus Stretchstoff zu nähen. Und siehe da, das hat mein Problem schon gelöst. Lasst euch übrigens nicht irritieren von der wilden Farb- und Musterkombi. Meine Teststücke sind immer so bunt, weil ich sie aus Stoffresten und alter Bettwäsche nähe. Hier ist Teststück Nummer 7. Hier ging es darum, die Formen für die Details an den Beinen zu raten. Wie alles andere. Spätestens hier war ich endgültig frustriert von diesem Schnittmuster, weil ich so viele Probeteile schon genäht hatte und immer noch nicht am Ziel war. Darum nenne ich das hier auch meine Verzweiflungsmethode. Bei jedem neuen Teststück habe ich zwar Fortschritte gemacht, aber trotzdem eigentlich gleich wieder die Lust an dem Projekt verloren und es erstmal ein paar Wochen in der Ecke liegen gelassen, bis ich es mit dem nächsten Teststück probiert habe. Und genau darum hat sich dieses Rumprobieren, bis ich endlich mal bei Teststück 8 war, über 4 Monate hingezogen. Ja, Verzweiflungsmethode eben. Aber mit Teststück 8 bin ich endlich zufrieden. Es sieht auch zusammen mit meiner Beinrüstung gut aus, also kann ich jetzt endlich den Rest des Hosendesigns da drauf zeichnen. Dann zerschneide ich mein Teststück und zeichne alle diese Linien in Inkscape nach. Für sowas ist ein Vektorzeichenprogramm echt praktisch. Vielleicht fällt euch auf, dass ich mein Schnittmuster spiegelverkehrt zeichne. Das ist Absicht. Ich brauche gespiegelte Schnittteile, um mir später auf der Stoffrückseite alle Markierungen machen zu können. Und von der rechten Stoffseite aus gesehen ist dieses Schnittteil dann richtig rum. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Hier ist also mein fertiges Schnittmuster. Das komplizierteste Schnittmuster, das ich bisher jemals selbst gemacht habe. Sieht auch irgendwie nicht so ganz nach einer Hose aus, aber da kommen wir noch hin. Keine Sorge, wir schaffen das Schritt für Schritt. Ich stelle mir vor, dass Rex Hose aus verschiedenen Stoffen zusammengestückelt ist, die halt gerade im Abyss da waren. Deshalb habe ich für mein Cosplay auch Stoffe mit unterschiedlichen Webarten bzw. Strukturen ausgesucht. Auf dem Schnittmuster habe ich genau beschriftet, welches Teil ich in welcher Farbe zuschneiden muss, sonst wäre ich hier bestimmt komplett durcheinander gekommen. Na, jetzt erkennt man doch schon mehr. Diese Teile werde ich als erstes zusammensetzen. Das blaue Detail an Rex' linken Bein werde ich applizieren. Dafür übertrage ich es auf Appliziervlies, das heißt Fliesofix, und ich liebe es für Cosplay. Hier ziehe ich das Trägerpapier ab und lege dann das blaue Teil mit der Fliesofix-Seite nach oben und richte es auf meinem Schnittteil aus. Jetzt muss ich nur noch schaffen, das weiße Teil draufzulegen, ohne dass etwas verrutscht. Juhu, die Applikation ist auf der richtigen Stelle.
Das Bügeln allein wird aber nicht reichen, darum nehme ich als nächstes einen Zickzackstich, mache die Stichlänge ganz kurz und nähe einmal um die blaue Form herum. Damit diese gebogene Naht perfekt wird, habe ich mir Markierungen zum Zusammensetzen gemacht. Lieber zu viele Stecknadeln benutzen als zu wenige. Die Vorderseite der Hose hat noch eine Besonderheit. Wenn wir uns mal einzeichnen, wo die Schrittnaht von Rex Hose sein müsste, dann sehen wir, dass der weiße Bereich teilweise darüber hinausgeht und ins rechte Bein hineinragt. Ich möchte den weißen Stoff hier in einem Stück lassen, darum habe ich Folgendes gemacht. Mir ein Stück vom anderen Bein geklaut. Das ist dieser weiße Zipfel. Der kommt gleich so an das lila Schrittteil dran, aber zuerst nähe ich an der Schrittnaht nur den grünen und den lila Stoff zusammen und setze einen Fake-Hosenstall drauf. Danach nähe ich den weißen Zipfel an und schon sieht das Gebilde fast wie ein normaler Hosenschnitt aus. Es wird! Weiter geht's mit diesem Detail an der Seite. Für mich sieht es aus, als wäre das ein lockeres Teil, das mit Knöpfen befestigt ist. Ich nehme meinen dehnbaren Stoff von der Hosenrückseite und nähe diese Form rechts auf rechts mit einem extra stabilen Stoff zusammen. Umstülpen und schön absteppen, dann habe ich dieses Ding. Natürlich habe ich eine Knopfsammlung, aber die Knopfsammlung meiner Mutter ist besser. Von ihr habe ich mir diese schönen Knöpfe unter den Nagel gerissen. Wusstest du, dass du mit der Nähmaschine Knöpfe annähen kannst? Dazu musst du erstmal den Transporteur absenken. Das ist bei mir dieser Hebel versteckt auf der Rückseite. Der versenkt diese Zähnchen hier, sodass dein Stoff bzw. Knopf nicht nach hinten weiter transportiert wird. Dann kannst du einfach mit dem Zickzackstich den Knopf annähen, aber pass gut auf, dass du nicht mit der Nadel den Knopf triffst. Eigentlich benutzt man hier auch einen speziellen Nähfuß zum Knöpfe annähen und ich verspreche euch, ich habe einen, aber ich war wohl zu faul, den zu suchen. Danach kann ich die Seitennähte meiner Hose schließen, aber Achtung, oben lasse ich ein Stück offen, denn ich brauche doch noch Taschen. Kein Cosplay mehr ohne Taschen. Das hier werden keine gewöhnlichen Taschen, sondern unsichtbare Geheimtaschen. Dafür nähe ich zuerst auf jeder Seite einen nahtverdeckten Reißverschluss ein. Schön mit Heften und so, dafür findest du ganz viele Tutorials. Wunderbar, nahtverdeckter Reißverschluss. Für die Form des Taschenbeutels umrande ich zuerst die Ecke vom vorderen Hosenteil, wo die Tasche eingesetzt wird. Den Rest zeichne ich freihand, natürlich groß genug für mein Handy. Jetzt nehme ich meine Hose und an die Nahtzugabe der Öffnung, da wo auch die Nahtzugabe des Reißverschlusses ist, nähe ich jetzt den Taschenbeutel. Taschenbeutel und Hose liegen rechts auf rechts zusammen und der Reißverschluss ist dazwischen. So sieht es dann aus. Und hier ist auch schon die andere Seite dran. Wenn man die Nahtzugabe des Reißverschlusses nicht mehr sieht und die Taschenbeutel zusammen aussehen wie ein Popo, hast du es richtig gemacht. Jetzt nur noch beide Taschenteile zusammenlegen und rundherum zunähen, fertig ist die unsichtbare Geheimtasche. Und hier ist die zweite. Springen wir doch mal rüber zum rechten Bein. Das ist die Form des Deko-Elements, die habe ich durch Ausprobieren gefunden. Zuerst muss ich den Saum des Hosenbeins raffen und ihn auf die gleiche Länge bringen. Dann nähe ich alle Schichten mit der Overlock zusammen, um in einem Schritt gleich die Kanten mit zu versäubern. Hui, die hat gekämpft, weil das Material so dick war. Diese Punkte interpretiere ich auch als Knöpfe und für diese habe ich mich entschieden. Das Problem mit Ösenknöpfen wie denen hier ist, dass sie schnell so traurig schief runterhängen, wenn man sie einfach so auf eine glatte Fläche näht. Darum möchte ich sie lieber etwas zurückgesetzt anbringen und ja, das könnte der Teil des Cosplays sein, wo ich es komplizierter mache, als es nötig wäre. Aber gut, es soll hinterher schön aussehen, ne? Dafür bekommt jeder Knopf ein Mini-Knopfloch. Das ging tatsächlich super schnell und einfach mit der Knopflochautomatik meiner Nähmaschine. Ich liebe diese Funktion. Diese Knopflöcher sind so klein, dass nur die Öse durchpasst und die Knöpfe nähe ich dann nur an dem Stoff darunter fest. Und ich finde, das war den extra Aufwand wert, das sieht nämlich so schön aus. Hier haben wir noch so ein Teil mit seltsamer Form. Das sind die Zacken für den Saum der Hose. Außerdem kommt da noch ein Bund aus schwarzem Bündchenstoff dran. Der soll in der Kniekehle meine Haut verstecken. Ich musste die Beinrüstung hinten ein bisschen niedriger machen, sonst kann ich damit weder laufen noch sitzen. Auch das linke Bein bekommt so einen gezackten Saum, aber hier habe ich vergessen, dass zuerst die lila Schlaufe dazwischen kommt. Jetzt muss ich hier die Overlock-Naht auftrennen. Die Schlaufe braucht einen gewissen Stand, darum bekommt sie einen Kern aus Styleville. Das ist ein nähbarer Schaumstoff und noch so eins meiner Lieblingsmaterialien für Cosplay. Styleville überlebt übrigens auch 30 Grad in der Waschmaschine, ich habe es ausprobiert. Für die Form der Schlaufe bin ich durch Ausprobieren bei diesem Kreissegment gelandet. Hier ist mein Stoffüberzug, den ich nur noch mühsam da drauf ziehen muss. Diesmal nähe ich es aber richtig. Und wow, schaut mal, die Hose sieht schon richtig gut aus. Juhu! Weiter zum Bund. Der Bund muss ein bisschen abstehen, aber bei meinem Teststück hat er zu sehr abgestanden. Darum nähe ich ihn nicht als einen geraden Streifen, sondern als einen gebogenen Streifen. Die kürzere Kante wird später die Oberkante sein.
Ich habe hier wieder irgendwas berechnet, damals vor 3 Jahren, fragt mich nicht. Auf jeden Fall habe ich mir diesen Streifen berechnen lassen mit Hilfe von Template Maker NL. Tolle Webseite, mit deren Hilfe habe ich auch schon meinen Umhangring gebaut. Und mehr Details dazu habe ich in meinem anderen Rack-Video schon erzählt. Hast du schon mal ein Kleid mit Futter genäht und hattest so eine Kante, die einfach nicht ordentlich liegen geblieben ist, egal wie gut du sie gebügelt hast? Hier gibt es einen Trick, die Untersteppnaht. Ich liebe sie. Dafür legst du alle Nahtzugaben auf die Futterseite, hältst den Stoff ein bisschen unter Spannung und nähst dann die Nahtzugaben am Futter fest. Das wäre jetzt hier nicht unbedingt nötig gewesen, weil innen und außen derselbe Stoff ist, aber ich bin Perfektionistin, okay? Diese komischen Teile nenne ich die Hasenohren. Wie schon bei der Schlaufe nehme ich Stylebild zur Stabilisierung und dann werden sie zwischen Hose und Bund angenäht. Wie ihr seht, habe ich beim Bund eine großzügige Nahtzugabe gelassen. Die soll der Tunnel für ein Zugband werden, denn wie sonst soll diese viel zu weite Hose halten. Zuerst brauche ich 2 Löcher, wo das Zugband rauskommt. Danach nähe ich nur die beiden Schichten lila Nahtzugabe zusammen und versäubere die Kante mit der Overlock. Dann ziehe ich ein Band ein, das somit zwischen diesen lila Nahtzugaben verläuft. Keine Ahnung, was ich mir da gedacht hatte, aber ich habe schnell gemerkt, dass diese Konstruktion so nicht funktioniert und dass ich den Tunnel auch noch an der Außenseite der Hose festnähen muss. So bleiben dann auf jeden Fall auch die Hasenohren aufrecht stehen. Diese Naht wird man später nicht sehen, weil da noch der Gürtel drüber kommt. Zum Gürtel brauche ich gar nicht so viel sagen, der ist einfach ein Streifen Kunstleder mit umgeschlagenen Kanten. Lasst uns lieber über die Gürtelschlaufen sprechen, denn dabei gab es Probleme. Reik hat zwar keine Gürtelschlaufen, aber ich brauche unbedingt welche, sonst wird der Gürtel sofort verrutschen. Hier habe ich mir markiert, wo ich sie platzieren will. Jetzt schneide ich farblich passende kleine Rechtecke zu. Die sind jeweils 5 cm breit und von der Länge her lieber etwas zu lang, kürzen werde ich sie später. Dann falte ich die Rechtecke so, dass die offenen Stoffkanten innen liegen. Zuerst falte ich sie längs in der Mitte, um eine Mittellinie zu bekommen. Danach falte ich die Kanten jeweils bis zu dieser Mitte, wie das bei Schrägband ist. Und dann kann ich das ganze Teil nochmal längs falten und bekomme diesen Streifen, mit dem alle Stoffkanten versteckt sind. Hier habe ich alle Streifen auch schon mit einem passenden Garn abgesteppt. Ich bin hier gerade dabei, die erste Gürtelschlaufe dran zu nähen und das ist nicht so leicht, das präzise hinzukriegen. Ich habe es jetzt schon das zweite Mal auftrennen müssen und beim zweiten Mal auftrennen an derselben Stelle habe ich mir ein Loch in meinen Stoff geschnitten und dadurch habe ich 2 Sachen gelernt. Erstens, Gürtelschlaufen sind doof und zweitens, ich sollte hier vielleicht ein Bügelvlies drunter nähen. Zumindest auf der Seite, wo der Stoff nur einlagig ist. Yay! Also, Lektion gelernt, hoffentlich. Alle Stellen, wo eine Gürtelschlaufe hinkommt, werden noch mit Bügelvlies verstärkt. Hier ist meine erste Gürtelschlaufe. Das war ein längeres Rumprobieren, aber jetzt habe ich herausgefunden, was für mich funktioniert und das zeige ich euch bei der zweiten. Zuerst nähe ich das obere Ende ganz knapp unter dem Bund fest. Das ist genau die Stelle, wo auch der Tunnel für das Zugband verläuft, das heißt, ich muss gut aufpassen, nicht versehentlich die Kordel festzunähen. Hier nähe ich ein paar Mal vor und zurück, um die Naht zu verstärken. Das zweite Ende der Gürtelschlaufe wird nach innen gefaltet. Hier seht ihr meine Verstärkung mit Bügelvlies. Die ist so platziert, dass sie genau unter dem umgeschlagenen Ende liegt. Das nähe ich mit einem kleinen Kreuz fest und gehe über manche Nähte auch mehrfach drüber, damit es hier richtig stabil wird. Fertig! Gürtel hält, Hose hält und jede einzelne Gürtelschlaufe ist farblich abgestimmt. Hihi. Es hat einen Grund, dass ich diese Steckschnalle gewählt habe, denn darauf werde ich Rex eigentliche Gürtelschlaufe befestigen. 2 Stücke dünner EVA-Foam bilden die Basis und darauf modelliere ich den Rest der Schnalle aus Borbler. Meine Befestigung ist Klettband, so kann ich die Gürtelschnalle, wenn nötig, neu positionieren. Sie soll ja so schief sein. Und damit ist der Gürtel fertig. Jetzt fehlt als letztes noch dieses sechseckige Detail. Diesen Stoffrest habe ich in meinem Vorrat gefunden und zuerst verstärke ich ihn mit einem festen Bügelvlies, um ihm mehr Stand zu geben. Dann nähe ich eine Rückseite aus demselben Stoff rechts auf rechts dran und wende es. Hier ist mein Sechseck gebügelt und die Wendeöffnung habe ich von Hand geschlossen. Ich steppe das Teil noch ab, damit es aussieht wie die Vorlage und für diese Punkte verwende ich Ziernieten. Am schönsten fand ich es, verschiedene Größen zu mischen. Das fertige Teil nähe ich dann von Hand an, damit man keine Naht sieht. Und damit ist diese Hose mit dem kompliziertesten und frustrierendsten Schnittmuster meiner Cosplay-Laufbahn endlich fertig. Ich
kann gar nicht in Worte fassen, wie stolz ich bin, dass ich dieses Schnittmuster für diese Hose hinbekommen habe. Jetzt testen wir mal, ob ich meine Ziele für Beweglichkeit erreicht habe. So weit kann ich mein Knie heben, das reicht für Treppenstufen. Hier seht ihr auch ganz gut, wie der Stoff spannt, aber da die Rückseite der Hose dehnbar ist, ist das kein Problem. Ich kann auf Stühlen sitzen, super. Und ich kann mit dieser Hose auch im Schneidersitz sitzen, allerdings nicht mit meiner Beinrüstung. Die schränkt mich tatsächlich am allermeisten ein bei diesem Cosplay. Ich hoffe, du bist neugierig geworden auf den Rest meines Cosplays. Wie ich das gebaut habe, zeige ich dir in diesem Video. Ansonsten habe ich noch eine Playlist mit noch mehr Made in Abyss Projekten. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.